Hallo meine Lieben, ich hatte heute wieder mal Lust etwas zu nähen und was das genau ist und was ich da hier mit meinen Ausdrucken machen will, das seht ihr gleich nach dem Intro. Bevor ich hier starte, noch ein kurzes Sorry, dass es letztes Wochenende kein Video gab. Die Grippenwelle ist nochmal schön voll zurückgekommen. Ihr hört es auch an meiner Stimme. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig fit, aber es geht bergauf. Von dem her dachte ich mir, ich mache heute was Leichtes, Kleines und ich habe echt noch fast keine Nähprojekte dieses Jahr gemacht. Und deshalb dachte ich mir, wir machen hier was Kleines. Und zwar werde ich ein paar Sachen kombinieren. Es gibt ein kleines Utensilo, was wir mit einem Stoff nähen. Und ich werde das Ganze, also den Stoff mit Sublimation bedrucken, bevor ich den nähe. Jetzt, wenn ihr keinen Sublimationsdrucker habt, kein Thema. Das könnt ihr auch mit einem schon bedruckten Stoff machen. Oder es gibt ja auch diese Folie von Siese, die man bedrucken kann. Ich werde euch ein Video, wo ich gezeigt habe, hier die verschiedenen Stoffe aus 100% Polyester, wo ich das mal gezeigt habe, wie ihr die eben mit Sublimation bedrucken könnt. Und ich werde euch auch ein Video machen, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr mit der Folie von Siese das Ganze mit einem normalen Drucker ausdrucken könnt und das dann quasi wie eine Flexfolie irgendwo drauf bringen könnt. Auch das geht, um Motive auf eure Stoffe zu bringen. Ich aber, wie gesagt, werde das mit Sublimation machen. Ich habe hier 4 Stücke Stoff, eben 100% Polyesterstoff, weil man muss mindestens 80% Anteil haben, damit die Sublimation funktioniert. Und die habe ich zurechtgeschnitten auf 20 cm mal 25 cm, 4 Stück. Und dann habe ich noch eine S320er Flieseline, auch in derselben Größe, zweimal zugeschnitten, damit ich den Außenstoff verstärken kann. Aber das werde ich erst nach dem Sublimieren machen, weil da müssen wir mit einer geringeren Hitze drauf als mit der Sublimation. Deshalb gehen die beiden Stücke mal auf die Seite. Zugeschnitten habe ich das Ganze einfach mit einem Schneidelineal und einem Rollschneider. Jetzt habe ich hier das Papier, wo ich den Innenstoff damit sublimieren will. Da lege ich den Stoff ganz einfach so drauf, dass der durch den Druck abgedeckt ist. Oder größtenteils, sagen wir es mal so. Das Schöne ist, weil das ein weißer Stoff ist, ihr seht da auch wunderbar durch. Und dann kann ich das festmachen. Festmachen tue ich das natürlich mit einem hitzeresistenten Klebeband. Und da versuche ich das so ein bisschen in den Ecken festzumachen, damit der Druck dann nachher nicht wieder verrutscht. Übrigens, bei mir spielt jetzt die Richtung keine Rolle, weil es ein Karo-Muster ist, aber wenn ihr eine Richtung habt, die 25 cm, das ist die Höhe vom Utensilo. Das heißt, entweder, also das wäre jetzt bei mir oben. Und ein zweites übrigens, das habe ich auch ganz vergessen, die Motive, die ich heute verwende, sind von einem meiner Lieblingsdesigner, und zwar ist es von Stuff Deluxe, Beste Freundin, wo ich hier einen süßen kleinen Bären und einen Elch habe, in rosa, da gibt es auch noch andere. Und mein Ziel ist eben den Innenstoff in diesem Karo-Muster, das ist auch dabei bei diesen Digi-Stamps. Link mache ich euch wie immer unten rein. Und auf der Rückseite werde ich dieses Beste Freundinnen halten zusammen. Ich drucke immer ein paar Motive aus, damit ich die A4-Seite fülle. Und dann kann ich die restlichen einfach beiseite legen und das für ein anderes Projekt verwenden. Wenn ihr das Utensilo größer machen wollt, bei mir, ich bin jetzt einfach eingeschränkt von der Größe her, dass dann mein Maximales wäre 21 cm in der Breite
und 29,7 cm in der Höhe, weil das eine A4-Seite ist. Ihr könnt da eben, wenn ihr einen schon bedruckten Stoff nehmt, könnt ihr auch höher gehen, oder es muss ja auch nicht, also ihr müsstet auch nicht komplett die Seite bedrucken. Könnte ja auch sein, dass ihr einfach ein kleines Design, ein Motiv da drauf machen wollt, dann dann könntet ihr auch größer gehen. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, um auf der sicheren Seite zu sein, und eben dann 20 cm mal 25 cm gewählt. So, das wären mal die Innenstoffe, die bedrucke ich komplett. Dann Vorder- und Rückseite. Da ist es jetzt so, dass ich mir das abgemessen habe, wo ich denn überhaupt sublimieren kann, damit man das nachher auch sieht. Weil wir machen unten einen Boden, wir werden die Seite, da haben wir eine Nahtzugabe, oben werden wir es umlegen. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, wie groß der Platz ist, den ich da zur Verfügung habe. Jetzt von oben runter. Fangen wir mal hier an. Von oben runter darf es bei 7 cm sein. Also ich brauche hier oben 7 cm. Jetzt nehme ich hier kurz ein Washi-Tape. Moment. Damit ich das so ein bisschen markieren kann. Machen wir es anders. Der Stoff ist 25, minus 7 sind 18 cm. Das heißt von unten hoch 18 cm. So. Das heißt, hier ist die maximale Höhe. Unten brauche ich 5,5 cm, dann sind wir bei 19,5 cm. Rechnen meine Stärke, ne? Das heißt, das ist hier unten mein Maximum. Machen wir das kurz beim anderen auch, da muss ich nicht zweimal rechnen. Und von den Seiten her sind es jeweils 5,5 cm. 21 minus 5,5, nee, 20, sorry. 20, der Stoff ist 20 cm, minus 5,5 macht 14,5 cm. So, und so sehe ich mein Fenster, wo ich überhaupt mein Sublimationsdesign platzieren kann. Hier oben die 7 cm vom Rand, hier unten die 5,5 cm vom Rand, auf beiden Seiten 5,5 cm, und da kann ich meine Motive platzieren. Jetzt, bevor ich das mache, mache ich jeweils auf den Motiven, bevor ich die ausschneide, kurz mit einem Bleistift hinten drauf einen Strich, weil dann sehe ich dann auch, welches die richtige Orientierung ist. Die anderen sind eigentlich in Ordnung. Also wenn ich einen Schriftzug habe, dann sehe ich es ja, aber bei so rundlichen Sachen ist es eher schwierig. Warum habe ich das gemacht? Ich mache das jeweils so, damit ich die Kanten beim Sublimieren vom Papier nicht allzu gut sehe. Ich reiße das quasi das Papier und schneide es nicht, dass ich keine harten Kanten habe. Natürlich vorsichtig, damit ihr nur euer Design erwischt und nicht alles ringsherum. Ihr seht jetzt, wäre es relativ mühsam herauszufinden, wie die Orientierung ist, und dadurch, dass ich einen Strich drauf habe, sehe ich das halt eben. Dasselbe machen wir hier noch mit Beste Freundin. So, dann habe ich hier auch keine harten Kanten mehr. Jetzt bereite ich das Ganze noch vor, damit ich das sublimieren kann. Ich stelle meine Heat Press auf 200 Grad. Für 60 Sekunden.
Da müsst ihr natürlich eure Stoffe, die ihr verwendet, zuerst austesten, wie lange ihr das pressen müsst, mit welcher Temperatur ihr das pressen müsst. Ich weiß bei meinem, weil ich den schon öfters verwendet habe, dass das 200 Grad, 60 Sekunden, dass das gut wird. Wenn die aufheizt, kann ich hier meine Stoffe kurz vorbereiten. Ein Stück Backtrennpapier hinter den Stoff, damit da nichts dann durchdringt auf meine Hitzematte. Ich werde die versuchen, gleich beide miteinander zu pressen. Dann auf einen eben die beiden drauf. Und jetzt kann ich das eben schön ausrichten, dass das mittig ist. Natürlich auch mit hitzeresistenten Klebeband. Durch diese Linie, die ich jetzt mit Bleistift gemacht habe, sehe ich eben schön wieder, also dass ich das schön ausrichten kann. Und Washi-Tape muss natürlich wieder weg. Das dürfen wir nicht drauf lassen bei 200 Grad pressen. Und wie immer nicht vergessen, dass ihr das Motiv gespiegelt habt, sonst wird das nichts. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum presse ich das nicht erst, wenn ich das Ganze genäht habe. Also beim Innenstoff sowieso, da würde ich ja gar nicht mehr rankommen, um das zu pressen. Und hier bei dem Stoff oder beim Außenstoff ist es so, dass ich jetzt dann, nachdem ich das sublimiert habe, die Flieseline drauf bringe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Flieseline die 200 Grad nicht allzu stark mögen würde. Und deshalb verpresse ich das jetzt schon. Oben auch Backtrennpapier drauf. Jetzt muss ich noch warten, bis die Hitzepresse warm genug ist. Und dann kann ich das Ganze auch schon pressen. So. Ist soweit. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Ganze wirklich abgedeckt wird. Somit presse ich das trotzdem einzeln. Das heißt, ich mache zuerst dieses und dann das zweite. Kann man das hier schon mal angucken, wie das geworden ist. Super, sehr gut. Haben wir hier wunderbar das Motiv drauf. Und hier drüben ist das auch wunderbar schwarz geworden. Das heißt, die beiden können wir schon mal beiseite legen. Und dann noch die großen. Hatte ich das verkehrt rum. Ich hoffe, das hat funktioniert trotzdem. Aber es sieht eigentlich gut aus. Das lege ich beiseite. Und dann noch das zweite davon. Diesmal richtig, weil eigentlich würde der Stoff unten liegen und der Aufdruck oben. Pressen wir das auch noch. Jetzt gucken wir uns kurz das erste an, was ich gepresst habe. Wenn ihr es wegzieht, einfach jeweils gucken, dass es nicht wieder drauf geht, auf das Papier drauf. Dann haben wir hier wunderbar den Stoff auch schon bedruckt. Noch das zweite. Kurz umdrehen. Auch der hat wunderbar funktioniert. Das war schon mal mit dem Sublimieren. Was ich jetzt mache, ist auf die beiden Außenteile, das heißt, die beiden Teile bringe ich jetzt eben noch die 320er Flieseline drauf.
und dann bin ich gleich wieder zurück bei euch. Was ich jetzt bei allen Stück noch machen muss, ich habe hier ein Viereck ausgeschnitten, was 4,5 x 4,5 cm ist. Das mache ich bei allen unteren beiden Ecken. Schneide ich das oder zeichne ich es an und dann schneide ich das aus, damit wir so dann den Boden bilden können. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Und jetzt sollten eure Außenteile und eure Innenteile unten eben diese 4,5 x 4,5 cm Ecken abgeschnitten haben. Und jetzt könnt ihr beide Teile rechts aufeinander bringen und die so feststecken. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should. So, die könnt ihr jetzt einmal abnähen, und zwar hier oben anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln, hier unten anfangen, verriegeln, rübernähen, verriegeln, hier anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln. Und das bei beiden Teilen. Und das mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Das mache ich kurz und bin gleich wieder zurück. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. So, das habe ich beides genäht und ich habe auch mit der Zackenschere kurz die Ränder zurückgeschnitten, weil das Ganze schon die Tendenz hat, relativ stark auszufransen. So, jetzt kümmern wir uns hier um die Ecken. Und zwar könnt ihr das Ganze hier auseinanderziehen. Und wenn ihr hier die Enden aufeinander zieht, dann müssten eigentlich die beiden Nahtzugaben schön aufeinander liegen. Und ich gebe da einfach eine in eine Richtung, die andere in die andere Richtung und stecke das hier kurz fest. Selber auf der anderen Seite. Und da gucke ich jetzt dann natürlich, dass ich die Nahtzugabe in dieselbe Richtung lege. Dann mache ich bei dem hier. Und so werde ich das kurz abnehmen. Das heißt, ich fange hier, also 1 cm Nahtzugabe und fange hier an, verriegeln, nähe hier drüber. Hier gehe ich jeweils einmal vor und zurück, wieder bis hier, bis zum Ende und verriegle da wieder. Und das bei allen 4 Kanten. I can hear the raindrops fall.
Das habe ich gemacht und auch hier habe ich kurz die Kanten mit der Zackenschere zurückgeschnitten. Und jetzt werden wir einen so lassen und den anderen werden wir wenden. Ich nehme jetzt hier mal den Innenstoff. Wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr die Stoffe so ineinander, dass einfach rechts auf rechts liegt. Das heißt, mein Beutel guckt der schöne Stoff nach außen, hier innen drin ist der schöne Stoff und so kommt es aufeinander. Einfach so, dass die Nähte hier auf der Seite aufeinander liegen. Geht da jeweils mit beiden Fingern rein und drückt die beiden Ecken aufeinander. Geht es noch ein bisschen einfacher. Und jetzt könnt ihr hier die Seitennähte schön aufeinander bringen und das feststecken. Ich mache die jeweils auch auseinander. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Und ihr spürt es auch mit den Fingern, wenn die Nähte schön aufeinander liegen. So, dann könnt ihr auch noch den Rest feststecken. Einfach, dass oben schön die Kante aufeinander liegt. Dann machen wir oben noch eine Wendeöffnung. Mal gucken. Ich liege hier so bei 8,5 cm. Das passt eigentlich gerade so. Und da mache ich jetzt einfach jeweils noch eine zweite Nadel rein, damit ich weiß, dass das der Start und das Ende der Wendeöffnung ist. Und so nähe ich das einmal ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe ab. Das heißt, ich fange hier bei der Wendeöffnung an, verriegle, dann nähe ich ringsherum bis zum anderen Ende der Wendeöffnung und verriegle da auch wieder. Und dann bin ich gleich zurück. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Das habe ich genäht und jetzt können wir das Ganze über die Wendeöffnung wenden. Das ist immer der schönste Moment, weil dann sieht man dann auch, wie das schlussendlich aussehen wird. Dann könnt ihr hier die Ecken schön rausdrücken. Beiden Teilen, wobei hier sieht es eigentlich schon gut aus. Und dann könnt ihr den Innenbeutel reinstülpen. Auch hier gucke ich, wie das die Ecken schön aufeinander liegen. Und jetzt hier oben schiebe ich das schön zurecht, dass hier die Kante schön hervorguckt. Und macht das auch wieder fest. Und dasselbe macht ihr hier auch bei der Wendeöffnung. Legt ihr die Stoffe schön aufeinander, dass das schön Kante auf Kante liegt. Und macht auch das fest. So, und das könnt ihr jetzt ringsherum knappkantig auch nochmal abnähen.
Und damit haben wir auch schon die Wendeöffnung geschlossen und dann könnt ihr das so, ich habe es abgemessen, das sind 3, dass man 3 cm das umlegen kann. Macht ihr einfach so, wie euch das am besten gefällt. Am liebsten auf beiden Seiten natürlich gleichmäßig. Dann haben wir hier ein super süßes Utensilo mit dem kleinen Bären und Rentier von Stuff Deluxe. Hinten den Spruch drauf, beste Freundinnen halten zusammen. Oben eben schön mit diesem Digistan-Papier eigentlich, was dann auch zum ganzen Design passt. Und eben innen drinne dann wunderbar auch mit diesem Muster. Na, so einfach könnt ihr ein Utensilo nähen. Wenn ihr eben einen Sublimationsdrucker habt, könnt ihr das auch sublimieren. Wenn ihr auch einen mindestens 80% Polyesterstoff habt. Aber eben, ihr könnt das auch mit einem schon bedruckten Stoff machen, wie auch immer ihr das gerne haben möchtet. Eben auch eine Option, dass ihr einen normalen Stoff nehmt und dann die Folie von Caesar, die ihr mit dem Inkjet-Drucker oder Tintenstrahldrucker bedrucken könnt. Auch das geht, was auch immer ihr da gerne machen möchtet. Und so einfach habt ihr ein kleines Utensilo genäht und da könnt ihr natürlich die Größe auch so anpassen, wie ihr das gerne hättet. Aber das war's dann auch schon wieder für heute und drückt mir die Daumen, dass die Grippe jetzt wegbleibt und dass endlich alles gut wird. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen, dass ihr da Lust habt, das selber auch mal auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!